Heute bei Content Bros geniale Masterplots. Neulich gab es hier diesen kleinen Beitrag von mir, in dem ich die fehlende Charakter- oder besser Figurenentwicklung in zahlreichen Serien bemängelt habe. Was in einem Video-Essay aufgrund der verführerischen Synergieeffekte durch Bewegtbild, Bilder, Sprache und Musik schnell absolut wirkt, ist natürlich erst einmal nur meine Meinung oder persönliche Präferenz. Deshalb hat das Thema Figurenentwicklung mich doch noch einmal näher interessiert. Ich wollte wissen, ob wirklich etwas dran ist an meiner Meinung. Beantworten kann ich das allerdings immer noch nicht wirklich, denn ich bin eher durch Zufall über einen wahren Schatz gestolpert. Die 20 Masterplots von Ronald B. Tobias. Meine Frage nach der Figurenentwicklung wird bereits im ersten Kapitel mit nur einem Nebensatz abgefertigt, da es, wie der Titel schon verrät, um Plots geht. Warum habe ich das Buch dann nicht weggelegt? Ganz einfach. Es ist eine Goldgrube für all jene, die gerne Geschichten lesen, hören, sehen, bespielen oder selber schreiben. Deshalb möchte ich meinen, wenn auch späten Fund, Klammer auf, das Buch ist von 1993, Klammer zu, mit euch kurz teilen. Tobias beschreibt in 20 Masterplots, wer hätte es gedacht, 20 Plotstrukturen, die zahlreiche Geschichten schon seit Beginn der Antike in der ein oder anderen Art durchdringen. Natürlich gibt es auch Geschichten, die keinen Plot aufweisen. Die kennen wir alle. Neulich, da war ich im Supermarkt. Voll krass. Da habe ich den Einkauf gemacht. Zu Hause habe ich den Einkauf in den Kühlschrank eingeräumt. Abends habe ich dann gekocht. Das war voll krass lecker. Langweilig. Und dann gibt es Geschichten mit Plot. Die können genauso langweilig anfangen, aber halten dann doch beispielsweise eine Überraschung bereit. Wir hatten es doch gerade von den 90ern. Neulich im Ferienlager? Okay, dummes Beispiel. Aber viele von euch werden die Kartenset-Reihe Black Stories kennen. Man bekommt ein Happen hingeworfen, zum Beispiel ein Mann liegt nackt auf der Verkehrsinsel. Jetzt soll man mit Ja-Nein-Fragen herausfinden, was passiert ist. Das Rätsel ist nach Tobias ein uralter Plot, der nach wie vor zu den beliebtesten zählt. Recht hat er, jeder Tatort, eigentlich jeder Krimi ist ein Rätsel. Für Tobias ist der Plot weder Überraschung noch Spannung oder Wendepunkt. Er ist auch nicht das Skelett einer Geschichte. Er ist vielmehr eine Kraft, die jedes kleinste Detail einer Geschichte durchdringt und alles wie ein Magnet zusammenzieht. Es gibt zwei grundlegende Plots, auf die er alle weiteren zurückführt. Illustriert werden die beiden an Dantes göttlicher Komödie. Dort gibt es zwei Hauptsünden. Forcer sind physische Sünden, beispielsweise Gewaltverbrechen, und Forder sind geistige Sünden, beispielsweise Betrug. Bereits das griechische Theater orientierte sich an diesem Dualismus. Tragödien sind das Theater der Gewalt, Komödien dagegen das Theater des Betrugs. Tobias macht nun aus Forcer und Forder Actionplots und innere Plots. Während wir bei inneren Plots vorwiegend mit moralischen und intellektuellen Fragen konfrontiert werden und den Protagonisten auf seiner ach so seelischen Reise begleiten, forciert der Actionplot vor allem die Handlung. Figuren und Gedanken werden auf das Notwendigste reduziert, eine Veränderung des Protagonisten findet selten statt. Das erleichtert nach Tobias auch eine Fortsetzung. Für mich erklärt er hier zumindest im Ansatz, weshalb sich in zahlreichen Actionserien so selten die Figuren entwickeln. Der Zuschauer, Leser oder Spieler will einfach eher wissen, wie die Handlung weitergeht und was als nächstes passiert. Von diesen beiden Plots ausgehend entfaltet Tobias seine 20 Masterplots und veranschaulicht sie an zahlreichen Film- und Literaturbeispielen. Da ist unter anderem die Suche als Plot. Als Beispiele hierfür führt er den Zauberer von Oz, die Früchte des Zorns oder der Schatz der Sierra Madre an. Meist brechen in diesem Plot die Protagonisten auf eine Reise auf und finden ihren Weg wieder nach Hause. Die Reise ist bestimmt durch die Suche nach dem Objekt ihrer Sehnsucht und führt sie in ein Abenteuer voller Prüfungen, durch die sie innerlich wachsen. Einer flog über das Kuckucksnest hingegen ist das perfekte Beispiel für den Plot Underdog. Ein charmanter Rebell, der Unzurechnungsfähigkeit vortäuscht, um seiner Gefängnisstrafe zu entgehen und nun auf Schwester Ratchet, die Personifikation von Brutalität und Unmenschlichkeit, trifft. Es kommt zu einem Machtkampf mit fatalen Folgen. Alle weiteren Plots könnt ihr dem Buch oder jeder Suchmaschine eurer Wahl entnehmen. Für mich ist 20 Masterplots tatsächlich ein Goldfund. Man wird von Tobias nicht nur an das Thema Plot als solches herangeführt, sondern bekommt detaillierte Beschreibungen zur Struktur und Konzeption der jeweiligen Plots sowie Checklisten, die man abhaken kann. Wenn man jetzt ein Thema hat, sich ein Genre setzt und für einen der 20 Plots entscheidet, hat man 3 Säulen, die das Schreiben von Geschichten wirklich sinnvoll unterstützen. Auch wenn die Welt dadurch ein bisschen einfach wird, aber das interessiert ja die wenigsten.